Hallo zusammen, ihr Lieben, auf dem Astrolymp-Kanal. Ich habe mir gedacht, wir machen fürs Wochenende für euch ein kleines Auswahlorakel. Was darf ich euch mitteilen? Was erntet ihr? Was habt ihr gesät? Wir haben ja jetzt den Herbst, Erntezeit, ne? Das Auslegen dauert jetzt einen Moment, aber es gehört eben zum Kartenlegen dazu. Dann geht es noch ein bisschen weiter. So. Wählt eine Seite aus. Ich lege euch mal was dazu, vielleicht ist es dann einfacher. Ich würde rechts nehmen und fange egoistischerweise deshalb auch mit rechts an. Gucken wir, was hier liegt. Also, wir haben das Thema Verbundenheit, Flow und wir haben das dritte Haus. Hier geht es tatsächlich um die Verbindungen, die man so hat, um das eigene Gefühl von mit was oder wem fühle ich mich verbunden, was sind da meine Werte, wo braucht etwas mehr Flow. Vielleicht fühlt man sich auch gerade verbundener mit irgendwem oder irgendetwas und wir haben das dritte Haus dabei. Hier geht es um Kommunikation, es geht um die Umgebung, es ist ein Haus des Elementes Luft und es gehören die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann dazu. Kann natürlich auch sein, dass in diesem Bereich irgendwo eine große Verbundenheit herrscht bei diesen Sternzeichen oder dass die eben wichtig sind. Wir haben das Thema finanzielle Sicherheit, finanzielle Möglichkeiten, sich finanziell neue Türen zu öffnen. Es kann jetzt auch das Gegenüber betreffen oder dass wir uns einfach überlegen, in welchen Teil von uns oder in welche Lebensbereiche müssen wir hier mehr investieren, uns auch vielleicht seelisch mal neue Türen öffnen. Ein seelisches Konstrukt, das mit einer Beziehung zu tun hat, auf der Seelenebene genau anzugucken. Hier können auch gemeinsame Projekte sein mit jemand, zu dem man sich sehr verbunden fühlt. Ja, mit den Fischen ja immer die seelische und die materielle Ebene mit dabei. Aber hier zeigt sich auch irgendein Erfolg, der über eine männliche Person kommen kann oder wo man sagt, hier, ich investiere etwas rein. Dann haben wir, lass andere nicht über dein Leben bestimmen. Das könnte hier so ein Muster sein, wo man sieht, jemand zieht an meinen Fäden und ich möchte das nicht mehr. Das bringt mich aus meinem Flow. Kann auch in der Partnerschaft sein. Guckt euch das an. Hier haben wir schon wieder das Bündnis. Hier ist tatsächlich etwas, was mit Beziehungen, Verträgen, Verbundenheiten zu tun hat. Wo wir vielleicht auch sehen, dass wir in einer gewissen Weise irgendwo noch reagieren und uns bestimmen lassen. Und ich glaube, dass das sich als Momentum zeigt, wo man merkt, hier bin ich nicht im Flow, hier muss ich etwas ändern, hier möchte ich mein eigenes machen. Und wir dürfen hier mal feiern, was wir schon alles geschafft haben. Also vielleicht hat man auch schon in diesem Bereich etwas überwunden und macht so mehr sein eigenes. Ne? Man steht seinen Mann sozusagen. Und von den Engeln geht hier noch mit.
Arariel. Arariel ist ein Fürst der Fischer und des Wassers. Es geht jetzt darum, dass du etwas Wertvolles empfangen kannst. Seine Gegenwart bedeutet eine liebevolle Unterstützung. Also hier kann es schon um was Materielles gehen, aber auch um emotionale Erfüllung. Ne? Gut, schauen wir die andere Seite an. Ich bin mit meiner völlig zufrieden. Ihr habt das Thema Vergangenheit und das Thema Ausdauer und den Mars. Da ist ein bisschen Tapferkeit gefragt, Tatkraft, hier kann Zorn sein. Möglicherweise geht es um etwas, was in der Vergangenheit schon stattgefunden hat und immer noch in euch wirkt oder wo ihr viel Ausdauer braucht, um über diesen Prozess drüber zu kommen. Ich habe immer so dieses Ding, wenn ich wütend bin, dass ich dann auch unheimlich viel Energie habe und diese umsetzen kann. Es ist auch was Gutes dabei. Aber man braucht hier vielleicht auch noch so ein bisschen Zeit, um über bestimmte Dinge drüber zu kommen und es macht einen wütend. Ne? Wir haben hier die Eva, es kann jetzt unser eigener Teil sein, der irgendwo etwas empfangen möchte. Es kann ein Gegenüber sein. Etwas, was uns nur selber betrifft. Und es kann auch hier aus den Familienthemen kommen oder aus den Ahnenthematiken. Hier ist vielleicht auch sowas, wo man sich gerne mal rausnehmen würde oder wo man immer wieder gefordert wird, seine Mauern zu sprengen. Aber hier gibt es auch eine Bewegung, die Harmonie mitbringt, die einen Kampf beendet. Hier kann sein, dass die Verletzung hier oder das, was aus der Vergangenheit wirkt, über das gesprochene Wort gekommen ist. Ihr wisst, das hat viel Macht. Es kann verletzend sein, es kann liebevoll sein. Aber da hier die Zeit zu genesen ist mit diesem Trostpflaster, sieht man eben auch, dass ihr etwas aus der Vergangenheit nochmal anguckt und verdaut und verarbeitet. So, es kann auch sein, dass man hier mal irgendjemands Zorn abgekriegt hat. Ne? Wir haben Michael dabei. Erzengel Michael ist ein heutiger Begleiter. Er steht für Einweihung, Liebe und Geduld. Hier haben wir die Ausdauer. Als Schutzengel sendet er dir Kraft und Energie für deine tugendhaften Ziele. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.